Aber ne, da fährt einer dahin, ne? Obwohl da noch ein X ist. Und jetzt stehen wir natürlich in der längeren Schlange. So, wir haben die Mautstation jetzt passiert. Wir sind jetzt hier kurz davor, die Remanso-Brücke zu überqueren. Wieder einmal. Wir verlassen also unseren schönen Chaco, unseren geliebten Chaco und fahren jetzt hier nach Ostparaguay. Zum Kurzurlaub. Zum kleinen Kurzurlaub, der eigentlich recht spontan kam, der nicht geplant war, weil wir holen ja unsere liebe kleine Nala wieder ab. Ja, die Situation hat sich komplett geändert und ja, jetzt sind wir auf der Brücke. Sarah kann hier gleich mal ein bisschen noch mal schwenken und euch mal die Aussicht zeigen. Also da vorne könnt ihr gleich Asunción weit weg sehen. Jetzt kommen wir hier gleich noch durch eine Polizeikontrolle. Wo wir erstmal angehalten wurden. Ne? Genau, wo wir erstmal angehalten wurden, weil ich kein Licht an hatte. Wichtig auf der Route immer Licht an. Genau, immer Licht an. Grüßen alle gar nicht. Ja, gerade dann. Boah, hier ist schon wieder was los. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Ja, so ist gerade vom Wetter ja auch nicht so schön zu filmen. Vielleicht kriegen wir nachher nochmal schöne Bilder hin. Von den 300 Sonnentagen in Paraguay haben wir uns natürlich wieder einen der 60 ausgesucht, wo die Sonne nicht scheint, um in den Urlaub zu fahren. Also wir haben unser Koffer gepackt, der schöne Rosane da hinten. Das ist Sarahs Koffer. Ein Winterkoffer. Genau, wir haben sehr viel Ein Winterurlaub in Paraguay. So, jetzt fahren wir erstmal einkaufen. Wir fahren jetzt zum Fortis Supermercado, weil wir haben bei uns in Chaco zwar auch Einkaufsmöglichkeiten, natürlich nicht so wie hier in Asunción. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Ja, wir sind jetzt hier beim Fortis angekommen, bei dem Majorista. Wir wollen jetzt ein paar Sachen fürs Haus kaufen, Deko, Geschirr, alles was man so brauchen könnte. Und dann werden wir mal gucken. Na, gucken wir mal, ob wir was finden. Sarah ist hier im Laden in ihrem Element. Riesenauswahl hier, Riesengänge. Hier gibt es einfach alles. Ja, vielleicht hätte ich auch besser bei die Kekse filmen sollen. Langsam nähern wir uns hier der interessanteren Abteilung, ja, der Fleischabteilung. Aber Sarah ist noch hier bei dem Brettchen beschäftigt. Da braucht man. So, jetzt sind wir in der Abteilung für Sarah angelangt. Nee, ich laufe hier einfach durch. Ja. Komm, wie magst du Süßigkeiten? Sag mal. Naja, hier gibt es auch ein paar Süßigkeiten. Da freut sich Sarah. So, zurück aus dem Laden haben wir natürlich viel zu viel eingekauft. Naja, wir brauchen ja auch viele Sachen. Aber auf jeden Fall ist der Einkaufswagen voll geworden. Praktisch ist, dass wir das jetzt hier in so Kartons einladen konnten, weil wir müssen nachher auf der Rückfahrt alles auf die Ladefläche packen. Genau, danke mein Schatz. So, jetzt helfe ich der Sarah mal beim Einpacken hier, sonst kriege ich wieder Ärger. Wir sind jetzt kurz vor unserem ersten Stopp in Aregua. Ja, unserem ersten Unterkunftsstopp bei Christian und Barbara. Das ist typisch Aregua. Ich weiß nicht, ob es schon mal gefilmt hat. Ich glaube schon, aber es ist halt die Stadt der Töpferwaren. Ja, und auf der Hauptstraße ist ja noch viel mehr. Genau, da ist... Auf der Hauptstraße ist noch viel mehr. Wir haben es schon mal gefilmt. Ich habe es aber noch nicht geschafft, das Video fertig zu schneiden. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Vielleicht können wir noch ein bisschen was einblenden. Oder wir machen dann separat das Video nochmal fertig. Genau. Ja. Wir sind jetzt gleich da. Jo, bei Baba und Christian. Ganz schöne Sturmschäden hier. Genau, wir wollen mal gucken. Wir haben es schon bei Facebook gesehen. Beim Christian ist auch die Mauer kaputt gegangen. Naja, ein paar Sekunden dauert es noch. Rechts abbiegen, dann befindet sich da sind doch schon die Empanadas, die sehr lecker sind. Und da sind wir. Oh jo, da war sie. Oh, ja, gut. Pessi da Kisha. Ich glaube, ich werde mal Hilfe holen, weil wir jetzt gerade nicht wissen, wie wir reinkommen sollen. Wir fahren jetzt hier auf die Mautstation zu, hier zwischen Ipacaraí Richtung Cacope. Und
Ja, hier müssen wir halt Maut bezahlen. Noch sind es 5.000. Also die sind ja hier die Straße am Erneuern, werden wir auch gleich noch sehen. Und danach soll es dann wohl 15.000 kosten. Also wird sich halt gut verteuern hier die Durchfahrt oder die Straßengebühr. Also in Paraguay muss man halt die Straßen hier über diese Mautgebühr bezahlen, die Nutzung. Ne? Wir haben da den großen Vorteil, dadurch, dass wir uns hauptsächlich oben bei uns im Chaco aufhalten, zahlen wir kaum diese Gebühren, hauptsächlich wenn wir hier durchreisen. Ja. Gracias. Ciao, ciao. Hat sich gefreut. Ja, auf jeden Fall, das geht ganz schnell, wie ihr jetzt seht. Dann ist man hier durch, da muss man noch ein bisschen aufpassen, weil hier die ganzen Spuren wieder zusammenlaufen. So, und jetzt kommen wir an einer Stelle vorbei, wo wir 2016 schon lang gefahren sind und ich so von der Coca-Cola-Werbung begeistert war. Ein begeisterter Coca-Cola-Trinker. Und jetzt ist diese Werbung weg, die ist dem Sturm zum Opfer gefallen. Natürlich sind wir nicht wegen dem kaputten Coca-Cola-Schild hier lang gefahren, sondern wir wollten hier gucken nach diesen rustikalen Gartenmöbeln. Ja, die Baustelle macht das Ganze jetzt ein bisschen schwer. Wie ihr hier seht, müssen wir hier schon auf Abwägen unterwegs sein. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, hier haben wir gestern Abend gesehen, dass auch hier viele Möbel drin sind. Und wenn nicht, gucken wir uns Fliesen an. Ich wollte gerade sagen, ist ja eher schon so ein Ferreteria, ne? Genau, aber wir gucken mal, was wir hier so finden. Jetzt sind wir hier bei Svenjola in Ypacaraí. Sarah guckt hier ganz fleißig, ist total begeistert. Also hier gibt es auch so richtig moderne Sachen. Das ist ein Riesenladen. Svenjola macht ja auch Betten und Matratzen. Sollen auch ganz gut sein. Naja, jetzt schaue ich mal, was Sarah hier noch alles so entdecken wird. Sarah sucht hier schon den Stoff aus hier. Die ist schon total begeistert, wird die Couch am liebsten mitnehmen. Aber wir gucken ja mehr oder weniger nur. So ein bisschen begrenzt sind wir ja mit unserer Ladekapazität mit unserem Auto. Ich glaube, wir brauchen beim nächsten Mal einen Anhänger, wenn wir hier einen LKW, wenn wir hier runterfahren. Ja, Sarah ist auf jeden Fall hier total begeistert. Ist auf jeden Fall hier ein Laden, wo die Frau auf ihre Kosten kommt. Lauter Dekomaterialien, Möbel. Ich finde ganz nett alles. Qualität wirkt auch recht gut. Aber Preisniveau, ich denke mal für Paraguay hoch. Hier geht es dann gleich noch zur nächsten Etage. Werden wir dann auch gleich nochmal schauen, was da oben so alles gibt. Erstmal hier unten, sagt sie. Ja. Natürlich auch was für Männer hier. Ja. Route 66, Harley Davidson. Da hinten sind noch ein paar andere Harley-Bilder. Ganz nett. Freut sich mein Onkel, ja. Schöne Grüße nach meinem Onkel, der alte Harley-Fahrer. So, im oberen Bereich haben wir jetzt Betten entdeckt. Da ist Sarah natürlich auch schon wieder nur am Grinsen. Ich meine, sie sind aber auch schöne Betten. Ich finde ja hier, also 2x2 Meter muss schon sein. Also, was werden wir da haben? Irgendwas mit 1.500 € grob umgerechnet. Ja, wer das genau haben möchte, soll selber rechnen. 2x2 Meter muss schon sein, besonders wenn man hier so eine Sarah hat, die einen immer verdrängt nachts. Es ist zwar ein stolzer Preis, aber wenn man dafür so eine Qualität kriegt, das muss man immer abwägen. Ja, ne? Muss ja, pass auf, soll auch jeder selber gucken. Genau. Also wir haben gerade drauf gesessen, aber für uns ist das echt super. Du, ja? Nicht ich. Oder ich, ja, also. Also für uns ist es gut, ja, aber guckt euch das selber an und ich meine, der Laden ist eben jetzt ein bisschen gucken, auf jeden Fall zu empfehlen. Also gerade wir aus dem Chaco sind da begeistert, weil so die Sachen uns da mal einfach anzugucken ist nicht. Also die versuchen schon ein paar Sachen auszustellen, aber klar, die können sich da nicht so viel, ja, die können sich da halt nicht so viel hinstellen, ja, und da stehen haben. Das ist ein Stein. Okay. So, ich glaube, wir sind aber hier durch und ja, aber ich sag mal, mit Filmen sind wir durch.
im Auto. Wir haben tatsächlich eine Couch gekauft. Oder besser gesagt 2 Couchen gekauft. Und naja, das ist die Ladekapazität jetzt hier von unserem Pickup dann doch überschritten. Aber der Vorteil ist, bei uns in Loma Plata gibt es eine Filiale hier von Svenula. Und jetzt haben wir mit denen ausgemacht, dass sie uns das einfach da oben in die Filiale nach Loma Plata liefern. Die sind jetzt in 15 Tagen, sagt sie, ist der Kamion da oben und bringt uns die beiden Couchen hoch. Ja, und dann holen wir die einfach da ab. Oh, leichter geht nicht. Aber leichter geht's nicht. Also wir konnten jetzt hier in den ganzen super Showroom da alles uns angucken, aussuchen, ja, und lassen es uns jetzt da hochschicken. Ne? Also selbst wenn man weit weg in Paraguay wohnt, ist Transport, naja, unter Umständen auch total einfach. Ja. So, jetzt sehen wir hier, fahren wir gerade durch Ypacaraí. Wie auch immer man das ausspricht, ja, könnt ihr gerne korrigieren. Hier wird die Route irgendwie halt neu gebaut. Natürlich. Und ja, jetzt ist die Baustelle schon wieder zu Ende. Und naja, auf jeden Fall soll danach die Maut ein bisschen teurer werden. Ich denke mal hier die Ortsansässigen, die kennen sich da ein bisschen besser mit aus, sind ja auch mehr oder weniger davon betroffen. Wo wir ja auch gehört haben, da soll es dann eine Ausnahmeregelung für die Anwesenden hier oder Anwohner hier geben. Die können sich da irgendwie von der Maut befreien lassen. Jo, ansonsten schöne Gegend hier, ja. Macht mal Urlaub hier, wenn ihr nicht schon hier wohnt. So, jetzt fahre ich hier mal rechts. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir fahren jetzt hier rechts nach Aregua. Martin kennt die Wege, ich nicht. Und schauen mal, ob wir auch mal was zu essen kriegen, bevor wir danach dann, glaube ich, nach San Lorenzo will sagen. Genau, und da sind auch noch einige ein paar Läden Anlaufstellen. abklappern, da kautet mir ja schon vor. Ja. Also Urlaub ist bei uns eigentlich, auch die letzten Jahre, auch die Paraguay-Urlaube, die waren ja nie Urlaub, ne? Irgendwie immer nur logistisch dann. Klar, ich sag mal, auch alle anderen, die sich ja für Paraguay interessieren, die vielleicht ans Auswandern denken, die haben dann auch schon mal einen Urlaub gemacht. Und dann ist man halt erstmal am gucken, wo kriege ich was, wo könnte ich, wo möchte ich überhaupt wohnen, welche Region. Ich meine, wir sind ja jetzt hier in den Cordilleren, wunderschöne Gegend, ja. Die hat uns auch gut gefallen. Uns hat halt der Chaco dann noch mal ein bisschen besser gefallen. Ist noch wärmer, viel wärmer. Ja, ist wärmer, ist halt nicht so ein Getümmel, ist halt abgelegener und so. Ja. Ne? Für einen Urlaub finde ich das hier super. Ich komme immer wieder gerne hier in den Urlaub nach Aregua oder San Bernardino, wo auch immer hier die. Da sind wir morgen auch noch. Genau, da sind wir morgen auch noch. Wunderschöne Ecke. Wir haben ja auch hier schon ein paar Urlaube gemacht. Wir sind jetzt glaube ich auch schon zum 4. Mal bei Papa und Christian, ne? Ja, irgendwie haben wir immer mal wieder was zu tun hier in der Region. Sei es Container abholen oder Freunde besuchen, Hund abholen. Hund wegbringen, also war auch. Ja, traurige sowie freudige Ereignisse haben wir dann hier erlebt. Wir waren hier auch schon unten an der Strandpromenade, hätte ich jetzt fast gesagt. Also an der Seepromenade in Aregua. Kann ich auch mal jetzt endlich mal die Bilder dazu einblenden. War sehr schön. Kostet, glaube ich, auch nicht viel Geld. Ich glaube, das hat 1000 Guarani da der Eintritt gekostet. Dafür ist da halt so ein bisschen Erlebnis. Gerade wenn man Kinder hat, ist das, glaube ich, da ganz nett, mal runter an den See zu fahren und mit den Kindern, Familie einen schönen Tag zu verbringen. Ich glaube, Baden, naja, ist ja so eine Sache mit dem See, muss jeder selber wissen. Andersrum, wo wir an der Strandpromenade mal so spazieren gegangen sind, das war, glaube ich, aber in San Bernardino sind wir an der Strandpromenade rumspaziert. Ja, musikalisch auf ganz hohem Niveau. Da sind die Leute Jetski gefahren, da waren die Leute im Wasser. Ich meine, es wird einen jetzt auch nicht sofort umbringen, aber da muss ja jeder selber wissen. Und die Ortsansässigen hier, die werden wahrscheinlich auch um den Zustand des Sees sich ein bisschen besser auskennen. Ich höre immer halt nur, ja, der ist verseucht. Ja. Was daran jetzt stimmt oder nicht,
Werden wir ja sehen.